Der Weltraum. Unendliche Klemmwelten. Wir schreiben das Jahr 2020. Sternzeit 15:15. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Blockstar, das in Klemmbausteintypen vordringt, wo so ziemlich fast noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika dem unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Hallo Freunde, willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute tauchen wir wieder ab in unendliche Weiten, nämlich den Weltraum. Freunde, wir sprechen heute über Modbricks und nicht über die Enterprise von Modbricks, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Schaut mal auf den i oben in der Ecke, da gibt es das Video dazu. Nein, heute schauen wir uns mal etwas die dunklere, grünere und biomechanischere Seite an. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, was mein Freund Florian exklusiv für Modbricks designt hat. Und zwar hole ich es mal her, hier den Borg Cube, An Amazing Interstellar Journey. Das Set 1826904, 717 Teile, und wer genau hinschauen kann, es handelt sich um die Schlacht um Sektor 001, also den Erdensektor aus dem Film Star Trek The First Contact. Das ist natürlich nur meine Interpretation, denn für dieses Set gibt es natürlich keine Lizenz. Den Namen Borg kann man sich auch nicht schützen lassen. Ich glaube, da hätte auch ein schwedischer Tennisspieler etwas dagegen. Ich freue mich jetzt riesig, diesen kleinen, dunklen, schwarzen Kubus mit seiner Sphäre zu bauen und auch die kleinen Raumschiffe hier. Denn, schon mal kleiner Spoiler, wir haben hier endlich, wenn auch in klitzeklein, die USS Defiant. Da freue ich mich richtig drauf. Also Freunde, jetzt maximal Impuls auf dem Bautisch. Wir schauen uns das Set genau an. Ja Freunde, da haben wir hier auf unserem Bautisch gebeamt, ganz frisch, den Borg Cube, An Amazing Interstellar Journey von Modbricks. Die Set Nummer 1826904, hört sich irgendwie auch an wie eine Sternzeit. 717 Teile, den besagten Borg Cubus mit 3 Raumschiffen, angelehnt an eine große Sternensaga, nämlich unserer lieblingswissenschaftlichen Sternensaga Star Trek. Ich würde interpretieren, wir haben hier die USS Enterprise E, wir haben hier die USS Jäger und wir haben hier die USS Defiant. Design von meinem guten Freund Florian in Deutschland. Ich muss sagen, was ich ganz lustig finde, das ist ja ein neues Kartondesign, dass dieses Design sich ein bisschen anlegt an den Branchenprimus. Wir kennen das ja auch bei Lego mit seinen Star Wars Sets, dass hier oben auch gebaute Strukturen angedeutet werden. Was mir persönlich nicht so gefällt, ist, dass dieser Karton hochglänzend ist. Ist für mich immer ein bisschen schwierig, wenn man Videos dreht. Da spiegeln sich immer die Lichter drin. Sonst schönes Design, ganz neu. Mir fehlen auch ein bisschen, fällt mir ein, diese Pfeile, diese Wusch von Modbricks, aber hey, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin echt gespannt, und hier unten sehen wir sogar die kleine Sphäre, die rausgekullert und dann in die Zeit reist. Richtig nice, was Florian da designt hat. Also auf den ersten Blick, genau, schauen wir uns das ja gleich nochmal an. So, von oben, da seht ihr auch, was ich meine. Da fehlen diese Wusch, diese Vorspulpfeile. Von der Seite haben wir dann halt dieses angedeutete Gebaute, wie wir es bei Lego auch kennen. Ne, gerade bei dem letzten GWP zum Beispiel bei Lego. Hier sieht man das Set noch mal so klein. Bisschen schade, dass es so dunkel ist, der Karton. Aber eigentlich kommt es da ja auch nicht drauf an. Und da haben wir die Anbieterkennzeichnung und auch noch mal schwarz. Und dann natürlich hier die Rückseite, die eigentlich fast identisch ist mit der Vorderseite, außer dass der Hinweis auf Florian da fehlt. Hier sehen wir auch, dass es mit Teserband wie immer fixiert ist. Und ich würde mir jetzt gleich mein Messer holen und dann würden wir den Karton mal aufschneiden. Und hier im Hintergrund sehe ich, glaube ich, das ist der Jupiter. Also passt ja zur Schlacht am Sektor 001, dem Erdensystem. Ja, aber schön Hochglanz. Bisschen trotzdem hat der Karton gelitten. Ist ja wie immer ein Prototyp. Ich habe ihn wieder gestellt bekommen von Modbricks, um ihn euch zu zeigen. Es hat mir wie immer auch richtig Spaß gemacht, hier ein Star Trek-mäßiges Intro zu nehmen. Und ganz lustig, dass ich mein Intro von der Enterprise von Modbricks ein bisschen
verwursteln konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch ein bisschen gelacht. Aber jetzt genug gelabert, Messer holen, aufschneiden, Steine angucken, denn wichtig ist ja immer noch, ne, hier auf dem Platz, was die Steinequalität hergibt. Ja, Freunde, ich habe eben gerade gesagt, das Design ist fast genauso wie auf der Vorderseite. Die Rückseite stimmt nicht ganz. Wir haben ja hier andere Bilder. Wir haben den Würfel hier und wir haben hier die Sphäre nochmal. So, das als Verbesserung. Jetzt mit dem Messer die Tesastreifen hier aufmachen. Zack, zack. Denn ich habe es euch gesagt, wichtig ist ja, was drin steckt an Steinen. Wir klappen es auf und ihr dürft als erstes rein. Ich habe jetzt gedacht, es wäre ein Innenkarton, deswegen habe ich mal beides aufgemacht. Ist es aber nicht ganz. Ihr dürft als erstes reingucken. Vielleicht seht ihr auf der anderen Seite meine Hand. So, jetzt lassen wir es rausplumpsen. Ich habe schon ein paar Plates gespült. Der Karton ist wirklich pickepacke voll. Uiuiui. Richtig voll. Und jetzt hier leerer Karton. Geht an die Seite. Ich muss schon sagen, man merkt auf den ersten Blick hier Tüten, Transklierteile extra, fast extra abgepackt, dass es andere Steinehersteller sind. Die Tüten fühlen sich anders an als die Tüten von den Modbrick-Sets, die ich vorher kannte. Bei der Bar war es auch schon ein anderer Steinhersteller. Ja, Tüten sehen gut aus. Ich zähle sie jetzt mal grob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wir haben große Platten. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Platten, die auch einigermaßen gerade sind, glänzend schön. Die sind ein bisschen hier verbogen, kommt wohl durchs volle Packen. Das sind halt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, also 16 x 16er. Das ist ja dieses vorherrschende Design. Gibt es bei Rebrickable ja ein paar Leute, die auch mit 16er x 16er Struktur so gearbeitet haben. Und wir haben hier noch eine andere kleine Plate. Was ich schon gesehen habe, ist, wir haben hier bunte Steine. Wir haben hier viele bunte Steine. Es scheint mir so, als wenn Modbricks hier so ein bisschen den Weg geht wie Lego. Naja, gut, ist ja nicht verkehrt. Aber auch wichtig hier die Anleitung, denn da weiß ich schon was zu. Die Anleitung ist ziemlich klein, ziemlich voll. Ihr seht es hier schon, also wirklich kompakt, richtig kompakt, vielleicht sogar zu klein. Gerade wenn man hier schaut, wir haben hier angeblich, also wir haben hier 10 Seiten mit 74 Bauschritten und die sind wirklich pickepacke voll. Also gerade hier, da wird ein schwindelig. Vom Inhalt her typisch chinesisch, oben die Steine und rot umrandet, wo man was setzt. Ich habe vorab eine PDF bekommen und jeder, der dieses Set kauft, bekommt wohl auch eine PDF-Anleitung, auf der es dann größer dargestellt ist, besser dargestellt ist. Ich werde jetzt natürlich hier für den echten Test das genauso nach dieser kleinen Anleitung arbeiten, aber bei Modbricks und auch bei mir könnt ihr dann später die PDF bekommen, wenn ihr das Set gekauft habt, um es richtig zu bauen. Ja, die Anleitung ist halt genauso wie der Karton, vielleicht sogar ein bisschen rausgezoomter und das Türkise hier unten ist ein bisschen größer und die Rückseite das gleiche. Ja, jetzt packen wir aber mal, würde ich sagen, wirklich vorab mal eine Tüte aus, damit wir wirklich mal ein bisschen uns die Steine angucken können. Und dann würde ich fast sagen, wir nehmen mal hier das Wichtigste, diese Transklierteile, denn bei der Haunebu 2, beim UFO, waren die ein bisschen verbogen. Deswegen würde mich das mal interessieren. Ich schneide es mal gleich hier auf, damit wir die Steinequalität gleich wirklich testen können. So. Okay, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe es mir nur erstmal gerade angeguckt. Die sind wirklich gut. Die sind nicht, wir haben keine Grate hier unten, Gräte. Sie sind zwar, hier, einiges ist ganz cool, sind hier unten milchig und hier oben drauf wirklich transclear. Das ist wohl Absicht, aber es gefällt mir ganz gut. Fühlen sich jetzt auch nicht so billig an. Das gefällt mir. Also ich zeige es euch mal hier. Also auf den Rändern transclear, Milch. Und hier oben richtiges Transclear. Das gefällt mir. Also wirklich, das sind schöne Steine und vor allen Dingen auch nicht verzogen, so wie es bei der Haunebu ein bisschen war. Das gefällt mir. Ja, und die anderen Bricks hier, vom Gefühl her. Ich muss erstmal ein bisschen schauen, dass ich mir die Steine mal angucken kann. Ich zeige sie euch gleich. Vor Augen halten. Ja, sind halt China-Steine, das merkst du. Auch ganz leicht zerkratzt, aber sie fühlen sich besser an, viel besser als die Steine vorher von Modbricks ein bisschen. Also muss ich echt sagen, klemmen sich gut.
man merkt wirklich, da ist jetzt eine Evolution an Stein da. Also das ist jetzt für mich natürlich subjektiv, das könnt ihr vielleicht wieder anders sehen, wahrnehmen. Ich baue jetzt ja auch nicht alle Hersteller, schon viele gebaut, aber jetzt nicht alle, noch nie Kasi gebaut zum Beispiel oder so, aber oder Lotz oder gut, andere Steine, aber ja, mir gefallen die Steine jetzt hier schon besser. Gut, das war jetzt auch nur ein subjektiver Eingriff. Freunde, ich würde sagen, ich fange jetzt an zu bauen, reiß die Tüten auf, schaue mir die Anleitung an und hoffe, dass es ein schönes Bauerlebnis wird. Und dann sehen wir uns gleich nachher wieder beim Fazit. Hallo, hier ist der Florian Weiser, der Designer des Würfels. Und ihr wisst, Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Viel Spaß damit. Ja, Florian, danke für die Worte. Und dann wollen wir auch nicht lang schnacken, sondern euch wirklich hier ein paar Star Trek-Fakten präsentieren. Uhura-Star Nichelle Nichols ist eigentlich nach der ersten Staffel von Star Trek, Raumschiff Enterprise oder auch, wie wir es sagen, Star Trek The Original Series, also TOS, ausgestiegen. Sie wollte lieber eine Karriere am Broadway verfolgen. Zum Bleiben wurde sie von niemand Geringeren als Aktivist Dr. Martin Luther King überzeugt. Die Schauspielerin erinnert sich, dass King ihr klarmachte, wie viel die Rolle von Uhura für die Black Community bedeutete. Uhura wird nämlich gemeinhin als die erste schwarze Figur im amerikanischen Fernsehen bezeichnet, die keinem Stereotyp entspricht. King machte Nichols klar, dass sie, wenn sie die erste Star Trek-Serie verlassen würde, durch eine blonde, weiße Frau ersetzt werden würde. Dies sei ein erheblicher Schaden, da Uhura ein wichtiges Symbol geworden sei. Am Ende vom Lied ist Nichols geblieben und der Rest ist Geschichte. Habt ihr gewusst, dass Patrick Stewart, der Schauspieler von Captain Picard, Star Trek so gut wie gar nicht kannte? Und er glaubte auch gar nicht an den Erfolg der Serie. Aus diesem Grund packte er ganze 6 Wochen lang nach Beginn der Dreharbeiten für die erste Staffel seinen Koffer nicht aus, weil er dachte, die Serie wird danach bald abgesetzt. Wir kennen ja Captain Jean-Luc Picard als einen Mann, der wie eine Statue aus dem alten Rom wirkt. Er ist erfahren, strahlt Autorität aus und ist einfach der geborene Anführer. Wer hätte gedacht, dass Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry zu Beginn ganz und gar nicht von dem Aussehen des britischen Darstellers überzeugt war? Seiner Meinung nach durfte der Kirk-Nachfolger keine Glatze haben. Deswegen wurde für das Casting extra eine Perücke aus England eingeflogen, die Patrick tragen musste. Doch sehr schnell war klar, dass Patrick keine Perücke benötigte, um die Rolle zu verkörpern und außerdem damit sehr lächerlich aussah. Irgendwann im Berufsleben kommt immer einmal der Tag, an dem man seinen Vorgesetzten nach einer Gehaltserhöhung fragt. Will Wheaton, den Schauspieler von Wesley Crusher, wollten die Produzenten von Star Trek The Next Generation aber nicht mit mehr Geld entlohnen. Ihm wurde statt einer Gehaltserhöhung angeboten, dass man seinen Seriencharakter befördern würde in den Rang eines Lieutenants. Daraufhin fragte Will, was er seinen Vermieter sagen solle, wenn er seine Miete nicht bezahlen könne. Dass er gerade zum Leutnant befördert wurde? Ja, diese Amerikaner. Freunde, insgesamt kann ich euch jetzt vielleicht schon mal sagen, habe ich für den Bau des Würfels mit ein bisschen Unterbrechung 3 Stunden gebraucht. Das geht wahrscheinlich auch viel schneller, sind ja weit unter 1000 Teile, aber ich habe mir Zeit gelassen und wenn ich drehe, vergeht immer ein bisschen mehr Zeit wie im Fluge. Also nicht im Transwarp-Flug, sondern wie im richtigen Flug. Leute, damit wir hier nochmal ein bisschen auf Minuten kommen, damit dieser Speedbuild auch wirklich gefüllt wird, habe ich nochmal ein paar kurze Fakten, die ihr sicherlich auch noch nicht kennt. Das Aussehen der Klingonen wurde im Laufe der Jahre über die verschiedenen Sendungen immer mal wieder verändert. In der TOS, also The Original Series, sehen die Klingonen eher noch eurasisch aus, teilweise finde ich ein bisschen angelehnt an Ming von Flash Gordon. In Discovery sehen die Klingonen schon wieder ganz, ganz anders aus, fast schon irgendwie Reptiloid, Wildtier-mäßig, irgendwie so. Der Navigator Pavel Chekhov kam ins Team damals, um wirklich russische Zuschauer zufriedenzustellen. DeForest Kelley, der Pille gespielt hat, hat einen Gastauftritt in der Pilotfolge zu The Next Generation. Übrigens, ein Wiedersehen in The Next Generation gab es auch mit Spock und Chief Engineer Scotty. Captain Kirk und Picard dagegen lernten sich hier erst im 7. Kinofilm Treffen der Generation kennen. Von der Serie The Next Generation gab es 178 Folgen in 7 Staffeln, die ihr, glaube ich, gerade alle aktuell bei Netflix schauen könnt. So, Freunde, jetzt haben wir nochmal 1 Minute 30 hier ein bisschen gefüllt in diesem Part. Ich hoffe, die Fakten davor haben euch auch gefallen und vielmehr würde ich mich jetzt freuen, wenn euch jetzt hier mein Fazit, mein Review auch gefallen würde. Viel Spaß! Ja, Freunde,
Nicht unser erster Kontakt, aber hier, denke ich mal, dieses Diorama stellt eine wichtige Szene aus dem Star Trek Film First Contact nach. Das denke ich mal, dass der Designer uns das sagen wollte. Freunde, der Kubus ist richtig cool geworden. Natürlich wackeln jetzt hier ein bisschen die Raumschiffe, das ist klar, weil sie ja nur auf den dünnen Stäben stehen. Aber diese Kugelgelenke halten sie eigentlich sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Aber ganz ehrlich, diesen Kubus stellt ihr euch irgendwo hin und dann war's. Obwohl er hat eigentlich sogar ein Play-Feature. Das zeige ich euch, bevor wir es ins Detail uns angucken. Wir können nämlich hier die Sphäre abnehmen. Also wir könnten die Sphäre jetzt auch quasi sogar da drinnen verschwinden lassen. Machen wir aber nicht so, sondern hier, es gibt einen Deckel dazu. Und dann können wir nämlich hier wirklich die Sphäre verschließen. So, ist natürlich wieder ein Vorführeffekt. So, wartet. Also man kann vorher, nachher spielen, beziehungsweise kann man auch sogar spielen. So, ihr seht jetzt, es ist verschlossen. Ne? Kriegt man auch wieder raus. So, zack. Und wir bauen auch wieder die Sphäre dran, beziehungsweise die Kugel davor. So, zack. Ich werde jetzt hier einige Sachen auseinandernehmen, einfach damit ich es euch besser zeigen kann und ihr auch ein bisschen hinter dieses Set gucken könnt. So. Also, zack. Da haben wir die Kugel. Hier haben wir die Defiant. Die zeige ich euch gleich im genaueren. Die USS Jäger und die USS Enterprise in der E-Version. Fangen wir mal gleich mit der Defiant an. Da ist die kleine hübsche Defiant mit einem, auch wieder Kugelgelenk. Hier mit einer blauen Aufnahme, finde ich ganz interessant. Von unten die Bauweise. Der Florian sehr gut gemacht. Ja, die Sphäre ist eigentlich nur so ein Würfel mit 3x3er Platten. Schön gemacht, mit Brick Modified drinne. Die sind grün Metallic, so ein bisschen lackiert. Da müsst ihr nur aufpassen, wenn er es zusammenbaut, dass er halt mit einem mal vielleicht gegendrückt. Dann geht es auch ganz einfach. So, dann die USS Jäger. Hier bei diesen Raumschiffen müsst ihr eigentlich immer ein bisschen aufpassen, dass ihr die Gondeln halt einfach gerade macht, damit es nicht so aussieht wie ein Skispringer beim Telemark. Richtig cool. Auch hier von unten die Aufnahme. Und ihr seht auch hier, die Stäbe halten. Und natürlich hier die Enterprise auf diesen großen Kaffeeumrührer, sage ich mal, Transclear-Steine. Auch da von unten die Bauweise und auch aufpassen, dass die Gondeln einfach gerade sind. Das hier sind die Steine, die über sind. Also eine große graue Platte. Diesen grauen habe ich einfach vergessen grün habe ich vergessen einzubauen. Der gehört da eigentlich noch rein, aber ich hatte dann keine Lust mehr, den Deckel abzunehmen. Der ist mir rausgefallen. Also geht an die Seite, habe ich jetzt über. Und ganz cool eigentlich so eine 16x16er Platte, dass sie auch über ist. Und sonst hier noch eine 2x3er und hier so eine Seaklane. Kann man nie genug haben. Ne? Geht an die Seite, damit ich euch zeigen kann. Und halt hier der Deckel auf Transclear. Ja, ob man das braucht, ich glaube, ich würde immer dieses kurz bevor die Sphäre auf die Erde fliegen möchte, das würde ich immer so darstellen. Die Anleitung ist eigentlich das größte Manko an diesem Set. Bevor ich jetzt weiter über den Kubus rede, ist einfach die Anleitung das Problem, da wo wir drüber reden müssen. Denn, ich habe es ja schon gesagt, sie ist viel zu klein und die Farbgenauigkeit ist auch schwierig. Vielleicht auch, weil es so klein ist, deswegen kann man es nicht gut sehen. Hier drinnen beim Bunten ist klar, das kriegt man hin, aber hier sieht man auch zum Beispiel, hier oben, ich halte mal die Kamera. Also die Farben kann man wirklich hier nicht gut erkennen. Warte mal, das ist ein schlechtes Beispiel. Wir müssen das bei den Gittern machen. Ich hoffe, die Kamera kann es einfangen. Hier diese Farben der Gitter, die sind, da ist irgendwie Dark Tan mit angegeben, da ist grün, da ist Transclear grün zwar auch, aber dieses Dark Tan ist hier eigentlich grau. Und Freunde, ich würde euch echt empfehlen, zählt die Steinchen ab und wenn ihr auch nicht mehr hinterherkommt, wenn ihr meint, ich kann es farblich nicht gut erkennen, was, gerade bei den Gittern halt, welches Gitter muss ich wie wo aufnoppen. Freunde, ein Borg Kubus, der ist halt viereckig, aber das war's dann auch. Der Rest ist ja quasi Chaos-Prinzip. Deswegen setzt diese Gitter einfach so, wie es euch gefällt. Ich habe es am Ende auch so gemacht. Wichtig sind ja nur die Kugelgelenke, damit ihr hier die Phaser und auch die Raumschiffe aufnoppen könnt oder die Hinge hier unten und die Einschüsse. Aber sonst ist es eigentlich relativ
ja, fast egal, wenn ihr mit den Gittern durcheinander kommt. Es war auch so. Ich hatte am Ende auch 3 Gitter über und habe sie einfach noch drauf gebaut, weil ich sie bestimmt vergessen habe. Da ist einfach die Anleitung, die ich hier habe, ich habe es ja mit Absicht in klein gebaut, nicht gut. Es gibt später eine große, hochauflösende PDF-Anleitung, die ihr bei Modbricks oder mir bekommen könnt, wenn ihr es gekauft habt. Das ist wohl dann nicht das Problem, dann könnt ihr es besser sehen, aber ich wollte einmal so genau, damit ich euch keinen Quatsch erzählen kann, dass wir sie so bauen. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass Hedda auch mitgebaut hat, meine Freundin, weil ich einfach auch ein bisschen mal noch ein anderes Feedback haben möchte. Und sie hat auch gesagt, dass die Steinequalität hier wirklich super ist, die Anleitung aber einfach das Thema ist. Und dadurch, dass man hier unten ja, ihr habt es ja gesehen, mit diesen Steinen so das aufgebaut hat, aber nicht überall innen drinne hat man eine Stütze, muss man aufpassen, wenn man es andrückt, dass man es gut andrückt, weil einfach von unten der Widerstand fehlt. Aber ihr seht ja jetzt hier das Endergebnis, da hängt nichts raus, da steht auch nichts ab. Hatte ich erst Angst. Diese 16x16er Platten sind wirklich cool. Und das Schönste ist ja wirklich, dass wir eine über haben. Also für ein kleines Mini-Diorama oder sowas. Jetzt nehme ich den Kubus nochmal ab, zeige ihn euch nochmal genau, weil er ist wirklich, ja, robust, wirklich schnucklig, gar nicht so schwer. Also ich habe neulich von Lego einen Stormtrooper-Helm gebaut und eine Büste, der war schwerer, aber der hier ist wirklich nicht schwer. Auch ganz cool, hier drin haben wir so ein ja, Roundplate in so einem giftigen Grün, also so richtiges Grün wie diese Gitter, was richtig gut zu dem Borg passt. Aber eigentlich leider schade, dass wir es hier verstöpseln mit dem Deckel oder mit der Sphäre halt. Hier seht ihr ja so eine Aufnahme für eines der Raumschiffe. Und also gerade wenn ihr viele schwarze solche Schilderteils haben möchtet, ist dieser Kubus, dieser Cube oder Cube richtig cool oder Würfel. Ja, von unten dann halt uninteressant, aber sonst, ja, Chaos-Prinzip und viereckig, gefällt mir. Hat der Florian einen tollen Job gemacht, richtig gut. So, aber packen wir ihn an die Seite, denn der Stand ist auch nochmal wirklich wert drüber zu reden, denn diese runden Steine, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, waren beim UFO noch katastrophal, beziehungsweise nicht so gut. Hier sind sie top, wirklich keine scharfen Kanten so, nichts Ausgefranstes. Es ist Absicht, dass die hier milchig sind. Hier oben sind sie halt klar. Auch diese Teils sind nur, also ich habe hier einen, der so ein bisschen dunkler ist und da auch, aber der Rest ist wieder super klar. Und diese 2x2 Round Bricks sind auch cool, weil sie auch wirklich, ja, transclear sind im wahrsten Sinne des Wortes. Aber stabil sind, weil hier innen drinne diese Achse so milchig ist. Und somit steht der Würfel auch wirklich fest. So, ist durchsichtig, das findet man nicht so gut. Und man kann ihn gut aufnoppen. Jetzt muss ich es noch schauen. Kennt ihr ja. So, ne? Würfel. Zack. Ihr habt es ja im Speedbild gesehen oder im schnelleren Bild. Es ist ja kein Speedbild im herkömmlichen Sinne. Vielleicht ist die schwarze Plate auch damit bei, dass man sie hier unten runterbauen kann. Aber das, ja, glaube ich nicht. Wird auch nicht schön aussehen. Dass es jetzt hier auseinander geht, ist einfach dessen geschuldet, dass ich halt hier diesen Teppich habe, wo man nie so gut andrücken kann. So, ich habe es heute schon ein paar Mal gemacht. Das ist nämlich ein zweiter Versuch dieser Aufnahme. So, also nochmal der Würfel richtig schick. Und ich baue ihn jetzt auch wieder zusammen, damit ihr hier seht, ich mache keinen Schabernack. Bauen wir gleich erstmal die Sphäre wieder an. Mal gucken, nee, andersrum. Andersrum, so muss sie. Genau, ja, wie man es will, kann man ja hier einstellen. Machen wir es mal. Ich glaube, auf den Fotos ist es sogar auch genau so. Ich habe es immer nur so hochgebogen, das kann der nicht so gut. Auf den Fotos ist es nach unten. Schauen wir noch mal ganz genau. Ja, hier unten seht ihr auf der Anleitung, da ist die Sphäre auch nach unten gemacht. Gut, alles klar. So, dann müsste jetzt hier die Defined hinkommen, die auf diese Rettungskapsel schießt. So, dann kommt hier hinten auf den Hinge, den Transclear Hinge, die Enterprise. Na, komm hoch. Alles hier live. Wie gesagt, ich möchte einfach nur ein bisschen, dass ihr es fühlt, dieses Set. Es ist wirklich, finde ich, bis jetzt Florians bestes Set. Die Steine sind gut. So, jetzt haben wir die Jäger. Was fehlt noch? Nix, nur der Deckel. So, also die Steine sind gut. Einzige Manko ist hier wirklich die Anleitung. Es hat kein Stein gefehlt. Es war halt sogar was über. Ich habe es euch gesagt, die Platte, das und das war mein Fehler. Ja, Freunde, ich hoffe, ich habe euch jetzt den Kubus näher gebracht. Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen? Ich glaube nicht.
wie gesagt, ein schickes Teil. Ist jetzt mir sogar schon fast zu groß für Nebenfernseher. Ich habe ja sonst Florians Dioramen immer neben meinem Fernseher stehen. Muss ich mal schauen. Aber ich glaube, für jeden Fan, ne, der Enterprise, Star Trek und Co. Geschichten ein Muss. Also gerade, weil die Borg hier eines der faszinierendsten Völker sind. Und es hat mir auch besonders Spaß gemacht, halt hier dieses Intro zu bauen. Und ich habe ja auf dem Thumbnail mir ein Lego-Männchen als Kopf gemacht. Das hat folgenden Hintergrund, weil diese Figur ist von Ninjago, die habe ich mir bestellt bei Bricklink, die ist leider noch nicht da. Und ich finde, die passt irgendwie so, weil die halt so Cyborg-mäßig ist. Und deswegen habe ich diesen Kopf benutzt bei meinem Thumbnail. Ich schäme mich nicht meines Gesichtes, aber ihr wisst ja, ich mache immer so ein bisschen den Gag. Vielleicht verlinke ich euch unten noch den Namen dieser Figur, falls ihr sie auch haben wollt. Ich habe sie mir bestellt, gab gar nicht so viele. Ich fand es halt lustig, dass es bei Lego wirklich eine Figur gibt, die auch Borg heißt. Wenn ihr dabei mehr wisst zum Ninjago und warum es das gibt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Würde mich wie immer sowieso freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr hier von diesem Kubus haltet. Ob ihr Trekkies seid, würde mich wirklich interessieren. Ihr wisst, ich quatsche da gerne mit euch. Oder ihr kommt auf den Discord. Da haben wir nämlich auch neulich lange diskutiert über diese Raumschifftypen. Ich glaube bis 4 Uhr morgens. Fand ich richtig klasse. Grüße an euch nochmal, Jungs, auf dem Discord. Richtig cool, macht Spaß mit euch zu nerden. So Freunde, aber ich hoffe, wir nerden gleich weiter, nämlich wenn wir uns wieder in die Augen gucken. Hey Leute, da ist das Video leider schon zu Ende, aber vielleicht guckt ihr es einfach später noch einmal. Lohnt sich ja, genau wie die Star Trek Filme, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ist ja klar, ist ja mein eigener Content, den muss ich ja mögen. Freunde, ich mag diesen Kubus richtig cool. Ich bin bei aller Star Wars Liebe auch ein großer Trekkie, das kann ich nicht verneinen. Ich habe mit meinem Vater früher immer nach der Schule auf Kabel 1 oder Sat1 oder ganz am Anfang bei ZDF bei meiner Oma immer Next Generation oder natürlich mit meinem Papa TOS geguckt. Ich mag Star Wars und ich liebe Star Trek oder ich liebe Star Wars und ich mag Star Trek. Könnt ihr euch aussuchen. Florian hat einen tollen Job gemacht. Leider ist die offizielle Lizenz ja bei Mega Constructs und da kommt so wenig. Creo hat sie ja, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass da draußen so viele Designer gibt, die da auch noch Ideen haben, wie man dieses Thema umsetzen kann. Und da freue ich mich drauf. Ich bin wirklich dankbar, dass ich es hier bauen durfte und ich freue mich über eure Kommentare und euren Feedback zu diesem Set. Ich habe aber noch was herausgefunden, was ich mich schon immer gefragt habe. Was steht eigentlich auf diesen bedruckten Tüten drauf? Jetzt gerade hier bei der Firma Modbricks, da stehen immer Zahlen drauf und ich habe jetzt herausgefunden, ganz investigativ, das ist die verkürzte Setnummer. Denn wir haben hier 18269.4. Eine Zahl noch und dieses 18269. Die 04 haben wir das Set, denn das heißt ja auch 182690004. Und die 9 dann für die 9. Tüte, die da rein muss, wahrscheinlich Baunummern bzw. Bauschritte, Unterteilung gab es ja nicht. Und natürlich, ich hoffe, dass bei jedem, der das Set sich kauft, auch vielleicht eine 16er x 16er Plate überbleibt. So hat jemand, der vielleicht solche Plates braucht, auch nochmal einen kleinen Teilespender. Generell, wer vielleicht Zombie- oder Alien-Filme bauen möchte, da ist dieser Würfel vielleicht wirklich ein guter Teilespender auch für diese grünen Gittersteinchen. Dieses Ding kriegt es bei mir einen Ehrenplatz, wahrscheinlich sogar irgendwie neben der NCC 17001, glaube ich. Und dann freue ich mich und habe übrigens auch, schuld ist auch dieses Set da dran, angefangen wieder mit meiner Freundin The Next Generation zu gucken. Wir haben vor, alle, glaube ich, 7 Staffeln uns nochmal reinzuziehen, um hier Jean-Luc und Co. zu feiern. Ich feiere jeden Kommentar von euch, würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, einen da lässt. Und dann, Freunde, versuchen wir es mal mit Mr. Spock. Lebt lang und im Wohlstand. Auf Wiederbauen, euer Freund Blockstar. Ach ja, und gesund bleiben und Abstand halten und sowas, ne? Ihr wisst das ja. Also, lebt lang und im Wohlstand. Wir sehen uns dann im Spiegeluniversum oder bei den Borg, Romulanern. Ach, gibt es so viele Möglichkeiten. Ich mag Star Trek. Jetzt auf Wiederbauen.